Die USA verliert jeden Tag mehr an ihrer Weltmacht und Dominanz und die BRICS-Länder holen massiv auf. Deswegen noch eine berechtigte Frage: Kann man eigentlich in diesen BRICS-Ländern guten Gewissens und ganz einfach ein Auslandskonto zu eröffnen, wenn man zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo auch immer wohnt und lebt, also im Ausland? Das sehen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Faszination Freiheit zum Thema Auslandskonten. Heute nochmal. Und wir sind wegen der sehr, sehr hohen Nachfrage. Wir hatten ja im September war es genau, da hatten wir ca. 10.000 Anmeldungen für unsere beiden Termine. Und wir haben jetzt nochmal deswegen Sondertermine. Du kannst also heute um 19 Uhr nochmal live mit dabei sein. Denn es gibt viel zu wissen. Auslandskonto ist nicht gleich Auslandskonto. Man muss wissen, wieso, weshalb, warum, was ist es nicht. Was gibt es also zu berücksichtigen? Wo kann man Konten eröffnen? Und wir sehen, es gibt große Unterschiede. Und deswegen, wir sehen uns heute mal die BRICS-Länder an, die dort draußen einiges bewegen. Und ich sage vorweg, denn es gibt nur ein Land, das wirklich sehr, sehr gut hier geeignet ist. Welches ist, erfahren wir in diesem Video. Und ich werde zu jedem Land einige Kommentare noch an die Hand geben. Denn das war auch eine der Fragen in unserer Telegram-Gruppe, in unserer Diamant-Club-Gruppe. Das ist der exklusivste Teil unserer Community. Dort habe ich auch eine Sprachnachricht von mehreren Minuten reingegeben, was ich dort gesagt hatte. Das fasse ich heute hier nochmal in diesem Video zusammen, weil ich glaube, dass es einfach ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Wie gesagt, noch viel intensiver heute um 19 Uhr, Link unterhalb von dem Video. Also, erstmal diese BRICS-Länder. Wir hören ja gar nicht mal so viel von denen. Sind die denn wirklich eigentlich so wichtig? Also, die BRICS-Länder sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und du wirst auch häufiger lesen, BRICS Plus, da sind noch einige Länder mit dabei, auch die sehen wir uns heute an, die haben ebenfalls Stimmrechte. Also das sind 9 BRICS-Länder und wir werfen heute einen Blick auf diese und zwar unter dieser Kategorie Auslandskonten. Aber erstmal dass wir ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu kennen, das sehen wir hier erstmal. Also fast jeder zweite Mensch auf diesem Planeten ist inzwischen geboren oder lebt in einem BRICS-Land. Das ist faszinierend, oder? Das heißt, wenn du nur geboren werden würdest, die Wahrscheinlichkeit ist 50-50 fast, dass du in eines dieser Länder hineinkommst. Ebenfalls von der Wirtschaftskraft her liegen wir ja bei über einem Drittel, also ebenfalls sehr, sehr markant, extrem wichtig und wir liegen da sogar leicht vor den G7. Ebenfalls bei der Ölproduktion und auch bei der Erdgasproduktion ist BRICS elementar. Wenn wir uns auch anschauen mit diesen seltenen Erden, die teilweise fast ja nur aus China kommen und die lassen ja auch aktuell die Muskeln hier spielen, dann sehen wir auch, dass die BRICS-Länder eine sehr, sehr starke Rohstoffdominanz haben. Auch gerade mit Ländern, ich war jetzt ja erst vor kurzem in Kasachstan und anderen Ländern, die sich dort interessieren, die ebenfalls sehr, sehr starke Verbündete haben im Rohstoffbereich und auch sehr wesentliche Wasserrouten auf dieser Welt kontrollieren. Also BRICS, auch wenn man nicht so viel von ihnen hört, warum auch immer, vergessen die herkömmlichen Medien vielleicht. Also scheint denen da nicht so wichtig zu sein, auch vielleicht ein bisschen mehr darüber zu berichten, was sich dort an tektonischen Verschiebungen auf dieser Welt gibt. Aber vielleicht möchte der Westen das einfach nur so tralalalala, einfach nur vergessen, was dort passiert. Aber nun ja, diese Zahlen, Daten, Fakten sprechen, denke ich, eine sehr wichtige Sprache. Und auch bei dem Thema Währungen, auch zum Beispiel möglicherweise auch zukünftig wieder goldgedeckte Währungen. BRICS knapp ein Viertel mit G7. Stinkt auch hier ziemlich ab. Deswegen schauen wir uns doch mal an, wie ist es mit dem Thema Bankkonten. Also wir gehen mal alphabetisch vor. Und wir starten bei BRICS und zwar mit Brasilien dann logischerweise. Und Brasilien, ein sehr, sehr bürokratisches Land. Also wenn du dich mit Brasilien beschäftigst, also dort ein Geschäft aufzubauen und Co., viel Spaß, extrem bürokratisch. Wenn du ein Konto haben möchtest, dann brauchst du eine sogenannte CPF-Nummer. CPF hier wird es ausgesprochen mit dem portugiesischen Alphabet. Und am besten solltest du dort auch eine Aufenthaltsgenehmigung haben, ansonsten wird es schwierig. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe sehr, sehr mühselig, also die CPF-Nummer, die ist ja noch relativ einfach, aber dann auch noch darüber hinaus ein Konto zu bekommen, nicht so einfach. Ich habe dann endgültig oder letztendlich doch noch eine Bank gefunden, aber auch nur mit einem Realkonto, also der brasilianische Real, aber es nicht möglich ist, dort bei dieser Bank weitere zu eröffnen. Also ist es wirklich praktikabel, würde ich persönlich jetzt Brasilien auch von der Planbarkeit, politische Planbarkeit zu einem Bankkonto dort empfehlen oder dass es eine sorgenfreie Option ist, für mich definitiv ein klares Nein.
Dann machen wir weiter mit Russland. Da wird es noch schwieriger und komplizierter durch die internationalen Sanktionen. Das heißt, auch mit dem herkömmlichen SWIFT-System, was wir international noch haben, gibt es auch sehr, sehr viele Ausschlüsse. Auch das Thema Kapitalverkehrskontrollen ist in Russland ein Thema. Wichtig, hört sich so ein bisschen unscheinbar an, aber ist elementar und das solltest du dir beim Land anschauen, bevor du dort wirklich auch Transaktionen hinein durchführst, weil Kapitalverkehrskontrollen bedeuten, mal ganz vereinfacht, rein ist immer ziemlich einfach, aber hinaus bekommen das Geld ist dann eine andere Geschichte und deswegen musst du dir Kapitalverkehrskontrollen bei dem Thema Auslandskonten unbedingt anschauen. Und das auch mit Russland wird auch bei den meisten damit wegfallen. Dann haben wir Indien. Ich habe heute auch extra von meinem Indien-Besuch letzten Jahres mein Indien-Sakko herausgesucht, also auch so beim Thema Kleidung, Klamotten, sehr, sehr viele spannende Optionen dort. Beim Thema Auslandskonten leider nicht wirklich. Zum einen haben wir sehr, sehr strenge Know-Your-Customer-Regeln als Beispiel. Wollte mir das eigentlich auch in diesem Kontext anschauen, Indien, auch für ein Thema wie zum Beispiel, wie ist es dort in Immobilienmärkten, Auslandskonten öffnen, habe auch schnell festgestellt, da hast du als Ausländerprinzip keine Chance. Das heißt, du brauchst eine Aufenthaltsgenehmigung, das wird für die meisten auch kein Thema sein und werden sie nicht haben, also fällt es für die meisten ebenfalls weg. Also kein geeignetes Land für das Thema Auslandskonten. Also für Kleidung, wie gesagt, hatte seine Vorteile, aber da gibt es sicherlich für jeden was mit dabei beim Thema Auslandskonten. Leider nicht. Dann haben wir China. Ebenfalls schwierig. Wir haben sehr strenge Kapitalverkehrskontrollen. Das heißt, wenn du Geld aus dem Land bewegen möchtest, also auch hier ist das für die meisten dann schon No-Go. Weil was machst du dann, wenn du dort in China gefangen bist, auch als Ausländer? Also ist vielleicht auch nicht so das optimale Land, wenn dort das Geld gefangen ist in einer Regierung, die eher autokratisch regiert. Also von dem her fällt es mehr oder weniger auch schon weg. Und ja, wenn du dort keine Aufenthaltsgenehmigung hast, du kein Thema. Also auch China eines der schwierigsten Länder heute. Aber wie gesagt, wir haben auch ein Land mit dabei, was perfekt sogar für Auslandskonten geeignet ist. Was heißt perfekt, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann haben wir als nächstes Südafrika. Auch hier haben wir das Thema mit Devisenkontrollen. Wir haben den südafrikanischen Rand als Währung dort, nicht die stabilste Währung der Welt. Ansonsten, du hast die Möglichkeit, das Ausländerkonto zu öffnen, aber trotzdem, es kann auch jederzeit reguliert werden. Es ist nicht das freieste Land der Welt, was eben das Thema auch Kapitalverkehrskontrollen betrifft. Deswegen jein. Also für das, was man sich klassisch vorstellt, eher weniger. Das heißt, wenn du wirklich in Südafrika Geschäfte machen möchtest und Co., dann hast du da doch die Möglichkeit, dann macht das grundsätzlich auch Sinn. Aber jetzt so als Ausländer, wenn man einfach ein zusätzliches Konto haben will und damit auch vielleicht vermehrt Transaktionen durchführen, eher etwas schwierig. Dann gehen wir jetzt auf die Plus-Länder und zwar, wir starten hier auch alphabetisch mit Ägypten. Etwas schwierig, du hast in Ägypten eine sehr, sehr hohe Bürokratie, du hast eine eher instabile, nicht so einfache Währung und du hast politische Unsicherheit. Das heißt, auch hier ist jetzt nicht das Paradeland, um sich mit Auslandskonten zu beschäftigen. Ja, das mit schwierigste Land ist dabei ebenfalls der afrikanische Nachbar Äthiopien. Hier haben wir einen staatlich kontrollierten Bankensektor. Wir haben eine nicht frei konvertierbare Währung, den äthiopischen Birr, und wir haben kaum Zugang für Ausländer. Also Äthiopien fällt ebenfalls weg. Als nächstes den Iran. Ja gut, der ist eigentlich vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger als Äthiopien, denn hier haben wir die umfassendsten Sanktionen überhaupt, also nochmal intensiver als in Russland und fast gar keine Anbindung an das globale Finanzsystem. Ja, und dann fehlt noch eines und ich habe ja gesagt, es gibt doch eines und zwar, ja wirklich, und zwar jetzt auch alphabetisch bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, also das heißt die Emirate. Dubai ist das bekannteste Emirat und auch Abu Dhabi. Und hier hast du einen sehr, sehr guten, sehr, sehr stabilen Finanzsektor. Und für mich persönlich auch in den Top 3 Finanzsektoren weltweit haben wir hier die Emirate. Sehr, sehr aufstrebend, wird weltweit auch von reichen und mächtigen Menschen gesucht. Wir haben also den höchsten Millionärszugang überhaupt hier in die Emirate. Ist ein internationaler Finanzhub und sehr, sehr offen für internationale Investitionen und einen sehr, sehr stabilen Bankensektor. Die Reputation des Bankenstandortes ist auch sehr, sehr gut und sicher, unter anderem durch strenge Regulierungen und ein robustes Kontrollsystem gegen Geldwäsche und Betrug. Auch steuerlich interessant, aber das ist auch hier eher, wenn man selber dort leben möchte, was aber grundsätzlich auch relativ einfach ist. Man braucht einfach eine Emirates-ID. Normalerweise ist es übrigens auch so, dass man diese benötigt für eine Bankkontoeröffnung. Wir können aber in dem Fall sogar unterstützen. Wir haben auch wirklich Kontakte, wo du dann keine Emirates-ID benötigst. Die ist grundsätzlich einfach zu haben, aber braucht halt auch ein paar tausend Dollar, sagen wir so im Schnitt, um
um dann wirklich auch jedes Jahr wieder zu erhalten und zu bestätigen. Aber hast dann auch Zugriff zu diesem Land allgemein, aber ja, in dem Fall auch durch Vitamin B. Wir haben hier wirklich auch Kontakte, wo das möglich ist, wo es sogar möglich ist, ohne eine Emirates-ID ein Bankkonto zu eröffnen. Dann die geografische Lage und HubSpot in Asien machen die Emirate sehr, sehr spannend und auch das moderne Online-Banking. Das heißt, hast du wirklich moderne Systeme und kannst ja jederzeit einloggen und Co. und hast dann wieder auch einen sicheren Bankensektor und auch wirklich so auch die geografische Lage sehr, sehr gut verbunden mit Europa, mit Afrika und auch mit Asien. Macht es also in vielerlei Hinsicht sehr, sehr spannend. Also, wir gehen noch viel intensiver rein, weil dieses Thema Auslandskonto braucht noch viel mehr Hinschauen, sage ich mal, und Durchleuchtung. Das heißt, heute um 19 Uhr sind wir nochmal live mit dabei. Du findest den Link unterhalb von dem Video. Ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. Ja, und ich freue mich auch dich, wenn du nächsten Freitag wieder reinschaust, damit du keine unserer Themen verpasst. Und das Herzstück unserer Community ist ja unser Klartext E-Letter. Du findest den Link ebenfalls unterhalb von diesem Video. Das sind immer 3, 4, 5 Themen, die ich auch selber immer schreibe und verfasse, auch mit verschiedenen Ländern, verschiedenen Themen rund um deine finanzielle Freiheit und beim Thema Internationalisierung, welche Länder in welchem Kontext interessant sind. Ich freue mich drauf, wenn wir uns da wiedersehen. Dort, wie gesagt, gerne eintragen. Links von beiden sind unterhalb von dem Video und bis spätestens nächsten Freitag.